Hallo allerseits. Hallo, guten Morgen. Wir sind heute im Kreis Spree-Neiße. Haben uns hier eine 12 Kilometer lange Wanderung zusammengebastelt, kommen unter anderem wohl auch zu einem gesprengten Mausoleum Oh, mal schauen. und in einen Gutspark. Ja, mal sehen, was es so zu sehen gibt. Wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann kommt mit. Ja, auf geht's. Leider haben wir unsere externen Mikrofone zu Hause vergessen und müssen heute wieder mit dem internen arbeiten. Schieben wir die Vergesslichkeit mal aufs Alter. Eigentlich wollten wir heute nach Bad Muskau und dort im Fürst-Pückler-Park wandern. Aber da sich dieser Park ja zu beiden Seiten der Neiße erstreckt und da im Moment noch das Hochwasser ist, haben wir das verschoben. Wir sind zwar nicht weit ab von Bad Muskau, aber hier fließt zumindest kein hochwasserführender Fluss entlang. Zunächst führt uns unser Weg vorbei an ehemaligen Braunkohlegruben, die eingebrochen und mit Grundwasser gefüllt sind. Das mal Spiel. Ja, als alter Flößer. Nur an wenigen Stellen kommt man an das Wasser heran. Die Böschungen sind größtenteils gesperrt, weil sie einsturzgefährdet sind. Nicht übel. Oh, der ist uralt. Ja, irgendwann war dieser Steg mal durchgängig. Wir sind hier nicht weit ab vom Felixsee, wo wir schon vor ein paar Wochen mal wandern waren, und befinden uns damit weiterhin in der Bergbaufolgelandschaft. Deswegen diese interessanten Seen. Wir sind jetzt 3 Wochen nicht gewandert und man merkt sofort, dass die Fitness wieder weg ist. Aber es war erst zu heiß und dann hatten wir ja diesen Dauerregen. Also da war nichts mit Wandern. Heute ist das Wetter sehr schön, 24 Grad. Fast schon wieder zu warm, weil kein Lüftchen weht. Aber wir haben beide ein bisschen mit der Kondition zu tun, ne? Man merkt es. Ja. Wir stehen hier vor der Ruine des als Mausoleum gedachten Bauwerks der Gutsherrenfamilie Killig von Horn. Die adlige Familie wurde hier aber nie beigesetzt. Ihre Grabstätte befindet sich in Berlin-Pankow. Und nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel dieses Gebäude zusehends, sodass es dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gesprengt wurde.
war eine schöne Anlage. Das gehört hier alles schon zum Gutspark Reuten. Gut Reuten. Herrschaftliche Parke in der Lausitz. Viele der Gutshäuser in den Dörfern des Muskauer Faltenbogens waren von herrschaftlichen Parks und Gärten umgeben. Es war die Kirche von Hornow, die ist ja dem Tagebau zum Opfer gefallen, samt dem ganzen Dorf. Die Saalkirche in Reuten wurde 1401 bis 1500 errichtet und im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Der Gutspark von Reuten umfasst als denkmalgeschützte Anlage eine Fläche von ca. 38 Hektar und ist der größte Landschaftspark des Spree-Neiße-Kreises. Schade drum, war mal ein prachtvoller Baum. Was für ein Riesenteil. Im Jahre 1873 erwarb Hermann Killisch von Horn das Rittergut. Er war Initiator der Parkgestaltung. Unter seiner Regie entwickelte sich der Park zu einem landschaftsgestalterischen Kleinod. Bis heute beherbergt das Areal nicht nur einen außergewöhnlichen Baumbestand aus mächtigen, hunderte Jahre alten Eichen, Buchen, Blautann und so weiter, sondern auch einzigartige Plastiken. Hier ist leider kein Wasser mehr drin in dem Graben, der hier rüber führt zu dem Teich. Wasserspiegel ist ganz schön gesunken. Am Rande des Parks, wenn man diesen eigentlich schon verlassen hat, führt dieser verwunschene Weg zum Brunnen der 12 Apostel. Der Rückweg führt uns durch einen Kiefern- und Birkenwald, vorbei am Reutener Moor,
das durch seinen dichten Randbewuchs leider kaum zu sehen ist, zurück nach Friedrichshain. Bitteschön, die Dame. So, jetzt geht's auf Asphalt weiter. Aber jetzt sind wir ja auch fast am Ziel. Danke. Nochmal kurze Pause machen. Tagebruch über Braunkohletiefbau. Ja, wir sind am Ende unserer Wanderung. Ja, das war nun wieder eine kleine Runde hier im Muskauer Faltenbogen. Der Weg zurück vom Gut Reuten hat sich etwas gezogen, gab auch keine Highlights. Aber die erste Hälfte der Wanderung mit diesen versunkenen Tagebauen, Ja, sehr interessant. der Gutspark mit der Ruine von dem Mausoleum und auch so der Park schön angelegt. Also es gab schon einige Höhepunkte, zumindest in der ersten Hälfte der Tour. Auf jeden Fall. Aber man muss ja wieder zurück. Eben. Hilft ja alles nichts. Ist die so weggelaufen, der Waldweg? Ja, es waren trotzdem schöne 11 Kilometer. Das Wetter ist auch heute Wie man sieht. schön spätsommerlich, wunderbar. Dann würde ich sagen, wie immer, vielen Dank fürs Mitkommen Ja, und bis zum dann nächsten tschüss, Mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.